Herzlich willkommen zur ersten Folge von Bloodstream Workers, unserer empirischen Wissensplattform für interventionell tätige Kardiologen und Kardiologinnen. Nach diversen Anfragen bezüglich unserer Zugangsoptionen oder Zugangsalternativen bei der interventionellen Mitralklappenangioplastie mit dem Carillon-Device ist es jetzt tatsächlich an der Zeit, ein paar Kuriositäten in unseren Fällen hervorzukramen und im Endeffekt einmal quasi wie so eine Art Briefing zu machen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben einen schönen Fall rausgesucht. Schauen wir mal rein. Hier der normale anatomische Zugang für die Carillon-Implantation. Die Vena jugularis interna. Über die Seldinger Technik konnte hier bereits jetzt in der Skizze der Draht platziert werden. In unserem Spezialfall jetzt kollabierter Venenstatus, sehr floppy. Am Ende konnte die Nadel platziert werden. Drahtvorschub war auch tatsächlich möglich, aber man merkte recht schnell, der Draht passiert nicht leichtfüßig. Der Draht blockierte. Und am Ende entschieden wir uns zu einer Kontrastmitteldarstellung. Hier zeigte sich, muss man sagen, eine Ruptur oder zumindest ein Austritt von Kontrastmittel, sodass recht schnell klar war, diesen Zugang haben wir verloren. Haben dann im Endeffekt nach langen Abdrücken nach Alternativrouten gesucht, um natürlich den Eingriff letztlich doch noch fortzuführen. Hier zeigt sich eine schöne Darstellung der Vena subclavia dextra nach guter KM-Füllung über den einliegenden Venenzugang. Wir konnten planen, hier auch einen Zugang zu etablieren, haben dann im Endeffekt in der typischen Umlagerung und natürlich lokale Anästhesie gearbeitet. Patientin war einverstanden. Hier sieht man die komplikationslose und Direktpunktion der Vena subclavia direkt unter dem Clavicula-Bereich. Wir konnten den Draht gut vorbringen und in Seldinger Technik sofort auch das Schleusensystem nachbringen. Blöd natürlich, das Setting wird so ein bisschen nach rechts verlagert. Man steht halt ein bisschen seitlicher des Patienten als üblich. Man sieht hier so ein bisschen, kriegt einen Eindruck, ist aber rein problemlos möglich. Hier kann man beobachten, wie in der Fluoroskopie das Schleusensystem nachgeschoben wird und man sieht direkt diesen steilen Entry-Winkel des Systems im Bereich der Biegung oben Richtung rechtes Atrium. Das Problem, was jetzt ersichtlich wurde, ist tatsächlich anderer Art. Wir haben eine schöne normale Kurvatur bis runter ins rechte Atrium, können dann hier unten den Draht auch weiterverfolgen. Wir konnten über die normalen transradialen Zugänge, die den Koronarsinus extremst gut anspritzen. Dieser war prall, satt und auch in einem guten Winkel zu erreichen. Man sieht hier den MPA1 und den Delivery auch schon auf dem Weg Richtung CS-Eingang. Der Terumodraht ist hier jetzt gerade schon im Eingangsbereich und passiert problemlos in die distale Position. Monitorüberwachung ohne Probleme. Wir konnten nachfolgen und das Problem begann eigentlich erst jetzt. Nach Entfernen des MPA1 aus dem Delivery-Katheter knickte oder kollabierte dieser im Bereich des steilen Winkels. Ein De-Airing oder ein Backbleeding in dem Moment nicht zu erreichen. Man sieht hier im System extremst viele Luftblasen, die im System stehen. So kann natürlich im Endeffekt nicht weitergearbeitet werden, was uns relativ schnell ja auch klar wurde. Auch mit Valsalva-Manöver, verschiedenen Drehungen konnte man nicht irgendwie dazu führen oder dazu kommen, dass man noch ein Backbleeding erreichen konnte. Was dann am Ende wirklich als Lösung herhielt, war das Einführen eines normalen Terumodrahtes und noch zusätzlich eines Glidewire Extra Supports und konnten im Endeffekt das System strecken und auch im gestreckten Zustand dann entlüften durch die Drahtstabilisation.
Und hier sieht man im Angulus, wie der Delivery-Katheter in sich geknickt bleibt und natürlich ein Entlüften unmöglich macht. Hier Einführen der beiden Wire mit extrem guten, ja, also im Modell jetzt natürlich auch gut zu sehen, wie der Draht sich dann im Endeffekt nach unten bewegt und das ganze System sich wieder streckt. Problem war gelöst, am Ende konnte der Eingriff fortgesetzt werden. Die Firma konnte extrem gut messen. Und wir haben die Spange in Position bringen können. Hier sieht man das Carillon-Device bereits entfaltet. Zug wird aufgebaut. Man konnte auch trotz des Winkels einen guten Griff und eine gute Pulsation wahrnehmen, was recht schnell zuversichtlich machte, dass wir hier auch einen Anuloplastie-Effekt wahrnehmen werden. Patientin war stabil, die CX war zu keiner Zeit kompromittiert. Extrem gutes Ergebnis war eigentlich vorausgesetzt. Hier sehen wir den Status der funktionellen Mitralklappeninsuffizienz zentral zwischen den beiden Leaflets im klassischen Sinne. Dies ist der Zustand vor der Carillon-Spange. Wir haben nach Zugaufbau und einen guten Zug ein Abschlussecho mit einer deutlichen Reduktion der Mitralklappeninsuffizienz zentral, fast auf nicht nachweisbar. Wir sehen einen kleinen Dehiszenz-Perikarderguss am neu entstandenen Hump vor der Lateralwand und der Patientin geht es bis heute gut. Für uns muss man sagen, war dieser Zugang eine Erfahrung, aber er ist unkomfortabel, er bringt Schwierigkeiten mit sich. Wir haben tatsächlich die Schwäche des Delivery-Katheters im Bereich, wo die Scherkräfte wirken, die man ausgleichen kann, zweifellos, aber man muss sagen, es gibt bessere Zugänge. Da kommen wir dann später zu.